Was geht ab, Leute? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ich glaube, ihr dürftet jetzt den 30. September haben. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gestern die Folge für den 29. schon mal hochgeladen. Und das ist dann alles, was ich aktuell aufbieten kann. Und für mich ist der 13. So zum Vergleich. Das heißt, ihr seht die Folge bzw. den Content halt 17 Tage später. Durchsage. Was? Scheiße, jetzt ist der Untertitel dazwischen. Ich wollte gerne wissen, was die sagt. Irgendwas mit einem Militärposten hat die gesagt. So, also das letzte Mal, dass ich gespielt habe, ist für mich jetzt 4 Tage her, glaube ich. Das heißt, ich weiß nicht mehr so ganz. Ich weiß noch, wir hatten uns hier reingeschummelt, weil die beiden waren irgendwie ein Trinken gegangen. Immer 17 Uhr war das, glaube ich. Warum kriege ich schon wieder das Achievement? Hey, sehen Sie sich das an. Ey, Xbox, du bist komisch. Dann war ich hier irgendwie drin und hatte dann die Bewerbungen aussortiert. Obwohl ich eh schon der Top-Bewerber war. Weil ich halt einfach krass bin. Da hatten wir schon irgendeinen Auftrag ausgefüllt, oder? Ich liefere das... Stimmt! Wir sollten das Paket abliefern. Stimmt, das war ja irgendwie so ein... was da alles ankam. Wir sollten das Paket abholen beim Bürgermeister. Und der hat uns dann einen Auftrag gegeben, wir sollen sein Schiff zerstören, weil das wurde von Piraten gekapert. Dann hatten wir das ein bisschen anders geregelt. Und dann ging's... Stimmt, dann hatte ich ihn der Korruption überführt. Und das Paket habe ich trotzdem bekommen. Nice. So, also, ich habe Paket. Sometimes I feel like these minds just run themselves. I like to think that's thanks to me. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Do you have it yet? Ja, ich habe es. Ja, bitteschön. Ja, ich habe es. Hoffentlich war es den Aufwand wert. Ja, aber ich musste dafür zwielicht den Kram für Hers erledigen. Außerdem hast du Steuerschulden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es war, da ranzukommen? Das wird ihm egal sein. No. Was it difficult? I guess I never thought about it since you... I mean, my previous assistants just showed up with it whenever I asked. Ah ja. Das wirst du wahrscheinlich nicht wissen wollen, ne? Aber... Oh, that's nice. Thanks for getting this for me. Gerne. Now, could you be a pal and get to my computer messages? Absolut gerne. Piling up while you were gone, and I need you to respond to them for me. Klar. Here's my password. Just make sure your replies sound like they're coming from me. I have a reputation to maintain. Und was soll ich dann schreiben? Bla 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 oder was? Have a good one. Was anderes ist doch nicht glaubwürdig, oder? Aber wir sollten ja an den PC, damit wir für... Oh, Tagesplaner. Den könnten wir mal angucken. Damit wir für, wie hieß der Typ nochmal unten? Der Minenarbeiter? Der Minenvorarbeiter? Hector? Nee. War das nicht irgendwas mit H? Werden wir ja gleich sehen. Damit ich seinen Antrag zustimmen kann auf neues Material für die Miner. So, aber anscheinend völlig leer bis auf einen Eintrag von vor einigen Jahren, der einfach besagt, neuen Gürtel kaufen. Guter Tagesplaner. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Gehen wir mal erstmal in die Nachricht. Bitte um Treffen. Mr. Brennan, ich würde gerne demnächst ein Treffen arrangieren, um eine mögliche Partnerschaft zu besprechen. Das steht da nicht drin. Die Gelegenheit, Erz vom Mars zu kaufen, ergibt sich nicht allzu oft. Daher bin ich bereit, ein sehr großzügiges Angebot zu machen. Aber lass uns persönlich darüber reden. Sag einfach Bescheid, wann es dir passt. Mit freundlichen Grüßen, Javier Lindholm. Okay, aber wir dürfen nicht antworten. Psychologische Beurteilung. Peter, bei deiner psychologischen Beurteilung sind ein paar interessante Sachen herausgekommen. Es wäre gut, wenn wir uns mal unterhalten könnten, damit ich sicher gehen kann, dass du die Frage richtig verstanden hast und damit du eventuell einige der Antworten etwas erläutern kannst. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass du Frage 6 komplett missverstanden hast. Ich bin nicht sicher, ob diese Person überhaupt auf dem Mars arbeitet, geschweige denn für diese Firma. Lass uns mal plaudern, um das zu klären. Ich muss eine ordentliche Beurteilung einreichen. Danke, Gilly. Lieferung. Mr. Brennan. Ich erinnere dich hiermit daran, dass du nach wie vor ausstehende Steuerschulden hast.
Wir haben nun eine Lieferung für dich zurückgehalten, in der Hoffnung, dass dies dich motiviert, herzukommen und deine Schulden abzubezahlen, damit du deine Lieferung bekommst. Wir schätzen Deimos als lokales Unternehmen und wollen diese Sache nicht unnötig aufgrund einer solchen persönlichen Angelegenheit eskalieren lassen. Vielen Dank für dein Verständnis. Glenn Hurst. Ja, nicht mehr der Governor. Ich sag's, wie es ist. Hallo, was zum Fick? Hey, ihr Alter, das hat sogar eine zweite Seite? Ach Gott. Ja, okay, da steht nur der Name. Tim O'Shea. Hey, Loser. Seitdem ich weiß, dass du nicht mal für Arbeitsangelegenheiten an deinen Arbeitscomputer gehst, kann ich hier sagen, was ich will, ohne dass du es je herausfindest. Bla, Poppel, die Pups. Alles klar. Da hast du's. Ich kann irgendeinen Blödsinn verzapfen und es spielt keine Rolle. Aber lass dir mal was Ernstes sagen. Du stinkst. Du bist faul und inkompetent. Du bist ein arroganter, reicher Schnösel und aus purem Glück an seine Stelle gekommen. Der aus purem Glück an seine Stelle gekommen ist. Und das nicht mal durch deine eigenen Kontakte. Nein, dein Papa musste seine Kontakte spielen lassen. Und jetzt kannst du nicht mal gefeuert werden, weil das aus irgendeinem Grund schlecht für die Firma wäre. Was für eine Lachnummer. Du hast dir nicht mal die Mühe gemacht, dir meinen Namen zu merken. Dabei war ich 3 Jahre lang dein Assistent. Tim, mein Name ist Tim. Du hättest dir nur 3 ganze Buchstaben merken müssen. Für dich zu arbeiten hat mich jeden Tag auf die Palme gebracht. Ich bin froh, dass ich gekündigt habe. Und du hast es bestimmt nicht mal gemerkt. Hat er wirklich nicht. Ich sag's, wie es ist. Anfragen. So, Ersatz für Mining-Ausrüstung. Ja. Aber erstmal Urlaubsregelung. Urlaub. Eingerichtet von Andres Jensen. Einige von uns, ich eingeschlossen, schuften hier fast schon 15 Jahre. Trotzdem bekommen wir nur 10 Tage Urlaub pro Kalenderjahr. Ich bin für diesen Job zwar dankbar, habe jedoch von ein paar Freunden zu Hause gehört, dass sie 15 Tage Urlaub bekommen. Sobald sie 10 Jahre im Dienst sind. Könnten wir das vielleicht auch so handhaben? Vielen Dank. Alter, 10 Tage Urlaub? Im Jahr? Was zum Teufel ist denn hier los? Wir evolving just backwards, Alter. Ja, genehmigen. Absolut kein Problem. So, Getränkeauswahl. Von Leila Pulaski. Es wäre schön, wenn die Firma uns im Pausenbereich ein paar unterschiedliche Getränke anbieten könnte. Vielen Dank. Ja, genehmigen. Absolut kein Problem, Leila. Ich kümmere mich darum. Verspätete Antworten. Von Leona Hawkes. Oder Hawks? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich Hawkes. Die anderen Manager meinen, dass du verspätet auf deine Nachrichten antwortest. Ich schreibe dies in der Hoffnung, dass du oder dein Assistent, falls wir mal einen einstellen, sich darum kümmern. Und was soll ich da jetzt genehmigen? Ich soll genehmigen, dass sich der Assistent darum kümmert? Ja, komm. Ich bin ja nicht mehr lange der Assistent. So, Ersatz für Mining-Ausrüstung. Trevor hieß er, genau. Unsere derzeitige Mining-Ausrüstung befindet sich in einem beklagenswerten und ineffizienten Zustand. Sie ist älter als die meisten Arbeiter. Die Geräte gehen kaputt oder blockieren und die Reparatur ist zeitaufwendig. Unter den aktuellen Umständen können wir die Quoten nur gerade so erfüllen. Die Kosten für diesen Antrag sollten sich also rasch amortisieren. Mit verbesserter Ausrüstung könnten wir den Abbauertrag um mindestens 75% steigern und damit auch den Gesamtprofit. Genehmigt. Und das gibt 3700 Credits für mich, Alter. Banger. Na, noch was zu sagen? Ja, ich glaube, das macht... Ja. Was ist das? Nee. Ja. Gut. Da haben wir das erledigt. Und dann können wir zu Hector Trevor, Alter. Hi. Was ist mit Hank? Na Gott, ich sehe schon.
Unsere zweite, oder was heißt unsere zweite, unsere nächste Mission. I saw. Good work. See? I knew having someone on the inside like that would work out. I've already put it in order for the equipment. I was going to ask you to pick it up for me, but there's a problem. One of my guys, Hank Ferraro, offered to go. I tried to tell him he'd be more useful sticking to his job here, but he insisted, and he was already on his way out before I could stop him. But it shouldn't be taking this long. Just a quick trip to Gagarin and back. I'm concerned. I could use some help with this. Ach Gott, Alter, was ist denn? Warum sind die alle so inkompetent? Warum hast du ihn gehen lassen? Hank's been a difficult employee, to be honest. More interested in showing off than doing good work. He's aggressive. He starts shit with the other employees. He's often late for work and so on. So this came up and I figured maybe he's trying to turn things around. Even though I was reluctant, I wanted to give him a chance. Now I'm questioning if it was a good idea. Ich glaube nicht. Was meinst du denn, könnte so passiert sein? I don't know. Maybe he got hit by pirates. Maybe he's out of fuel, drifting. Maybe he just stopped for chunks. Anyway, something's up and it doesn't seem good. Since you've proven yourself so skilled in so many ways, I was hoping to call on you for it. So, you in? Wenn ich bezahlt werde. Of course I'll pay you well. You're doing us a huge favor. I even anticipated this by carving out a chunk of the budget specifically to pay you. You don't currently have much information to go on. I'd suggest checking with Sidonia's ship services over at the starport first. They'd be the last person I know that's seen Hank. It's all I've got without sending you all the way to Gagarin to retrace his steps. Good luck. Okay, Schiffswerft und Gagarin. Was zum Teufel ist denn Gagarin? Sagt mir gar nichts. Also weder, dass ich das schon mal in-game gehört habe, noch dass ich irgendwie aus meinem Wissen schöpfen könnte, ob das etwas im Sonnensystem ist, ein Mond oder was weiß ich. Aber sonst hatten wir hier drin nichts mehr, ne? Ja, New Atlantis. Ich muss mich nach Europa begeben. Okay, ja, stimmt. Wir haben auf jeden Fall noch was hier im Sonnensystem. Einem Händler auf anderen Planeten. Bis kein. Aha. Triton ist auch im Sonnensystem. Muss den Ast. Ja, der war irgendwo anders. Entfernen Winkel. Reise zum Bau. Ja, okay, das ist nicht hier. Hoppala. Irgendwas mit Red Mile. Recherchieren. Golai. Elbank Schulden eintreiben. Wo war das? Ist auch nicht hier, okay. Nee, dann haben wir, glaube ich, alles, was wir aktuell hier machen können. Dann wollen wir doch mal raus. So, da ist Mr. Schiffswerft. Hey, du! Oh, schönes Schiff, Alter. Hey, Hey. anything I can help you with? Ich suche nach Informationen über Hank Ferrari, Alter. Man sagt mir, er wäre hier durchgekommen. Let's see here. Hank. No one by that name. Oh, wait. Here we go. Henry Farrow. Hank's gotta be his nickname. Yeah, he's been through here. Took his ship and departed. Actually, it looks like he came back into Mars space recently. But he didn't land here at the spaceport. The ship diverted and landed outside the city a ways.
Er verkauft die, oder? Er versucht die Ausrüstung irgendwo anders zu verkaufen und Geld damit zu machen und dann will er verschwinden. I've been doing this job for years, and I can't think of many reasons someone would come in for landing, but divert somewhere else. I've seen people try to offload some sort of contraband that way, but usually they don't do a flyby of the port before doing so. And scans would have picked it up, so I don't know. You're gonna have to ask them yourself, if you manage to track them down, that is. Das kriegen wir hin. Hast du sonst noch was? Nothing out of the ordinary. Got a ship and left. Tried and failed to get a discount on fueling up. That's about it. Danke, ich werde mit dieser Info zu Trevor zurückkehren und der Sache auf den Grund gehen. Yeah, something seems off about this. Was? Probably right that you need to work this out with your boss. Maybe some wires got crossed. Anyway, good luck and good day to you. Als ob ich jetzt nochmal zu Trevor muss. Ach Leute. Hätte man das irgendwie mit einem Funkspruch regeln können oder sowas? Digga, wir haben 2340 oder so in dem Game. Dann wird ihr es doch wohl hinkriegen, einen Anruf zu tätigen. Ah, I cherish these visits to the forgotten corners of the United Colonies. Nice. Also, da wird man es doch wohl hinkriegen können, irgendwie ein Funk oder Telefon, irgendwas, Alter. I wonder what's taking Hank so long. That's a little suspicious. Why would he Was? do that? Moreover, why wouldn't he return with the goods? Weil die Something's verkauft. definitely up. I asked around while you were gone. Some of his co-workers mentioned there's been a little extra, well, Hank lately. In particular, he was cursing up a storm about work and about his co-workers. Said some things that make me think his intentions here were not pure. Anyway, he's not too bright. Maybe he's still here in Sidonia. Check the Broken Spear. He frequently goes there to drink. We need to get to the bottom of this. Was würde er mit alter Ausrüstung Dunno. verkaufen? Hank's kind of a weird guy. He never fit in with the team. Tended to act a little sketchy. Always figured he'd be done after one contract. Guy like Hank? Maybe he's just looking to sell it on the black market and earn an extra paycheck. Can't say for sure. Soll ich Hank eine Abreibung verpassen, wenn er Probleme Hey, macht? I'm not gonna tell you how to do your job. I will say that I won't officially tell you to do anything to him. But he's been surly as of late and always had a weird chip on his shoulder. So if it comes to that, you do what you need to do to protect yourself. Das werde ich machen. Und wenn er für den Diebstahl der Ausrüstung verantwortlich ist, dann mache ich... Well, see if you can get him to admit it first. And if he does, see if you can get it back from him. If he resists, or otherwise won't tell you what we need to know, then we may have to turn him in. I trust that Sidonia security will bust him good, but he may not tell him where our stuff is. So see if you can at least get that out of him first. Okay. Ich kümmere Remember, mich drum. it's most important that we find out where the equipment is. We can always deal with Hank later. We've got to do it before we lose track of it, before it gets sold, moved, or worse. And we've got to hope to whatever higher power you believe in that it wasn't jettisoned into space. We've got our work cut out for us. Good luck. Ja, Deimos Staryard acknowledges the efforts of its citizens to make our city Leute kriegen aber auch nichts alleine geregelt hier, ne? Thank you for your daily contribution Ich sag's, wie es ist. to our prosperity. Aber das hätte man wirklich irgendwie vielleicht auch über Funk regeln können. Dass du nicht den ganzen Weg laufen musst. So, es ist 2300, so... Ich werde es doch wohl hinkriegen. Hey, Fuck. careful around the equipment. Don't want to lose an arm or something. A friend offered me a nice cushy office job, but I'm making double out here in the Sidonia mines. Joke's on them. Aber das, ja. Deimos Staryards may be the first major ship manufacturer, but that doesn't mean we I haven't had a haven't day kept up off in with the 3 times. years, and I wrote the damn time off policy. Das ist natürlich scheiße. Excuse me? Henry Hank Ferrari, It'll Alter. last a week in the mines. Was hältst du so von Mining? What?
standing around pointing a cutter at some rocks all day? It sucks, but it's easy, so whatever. Way better than my last job at Chunks, though. Erzähl mir doch mal was. My story? My story is that I don't like people asking what my story is. I'm just messing! But really, I don't want to talk about myself. Na gut, dann reden wir mal über die Ausrüstung. Questions, huh? Let me buy you a beer first. Bin am Überlegen, ob das helfen könnte, ihn vielleicht irgendwie zum Reden zu bringen. Auf der anderen Seite, nee. Suit yourself. Anyway, I seen you talking to Trevor. What's someone like you doing sticking your nose where it doesn't belong? Wir glauben, dass du dass du was mit der fehlenden Ausrüstung zu tun hast. Lassen wir das, du hast dir die neue Ausrüstung gegriffen, aber ich weiß nicht warum. Versuche nur Trevor zu helfen, du wolltest die Ausrüstung holen, bist aber nicht zurückgekehrt. You're right. I didn't want to bring it back, so I took it. I had to. Those guys all think I'm some kind of joke. And I'm stuck with this stupid 3-year contract. I can't afford to break it. So, screw Deimos, screw Trevor and all the other miners. Losing that equipment's the last straw for them. Did he tell you that? One last failure in a string of failures to meet quotas. It'll be layoffs for everyone, and I won't owe Deimos a damn credit. Sag dir, was gibt's mit der Ausrüstung und keiner muss davon erfahren. Das ist ein furchtbarer Plan. Und da du mir davon erzählt hast, werden sie dich einbuchten. Wie kannst du das deinen Kollegen antun? How could I? You do it too if your coworkers never took you seriously. I'm always showing them how much better I am than them, and all they do is laugh and talk behind my back. They think I don't hear them, but I do. They say I'm a show-off, that I'm not good at what I do. So screw them. This whole planet sucks. Everyone here is a friggin' loser. Gibt's für dich keinen besseren Weg, um aus dem Vertrag herauszukommen? Maybe. I don't know. You know what? Who cares? It's my plan, and I'm already doing it. Nun, das, weiß ich nicht, Digga. Shit. You're right. Fine. You got me. You say I take you to the goods and we bring it back. You can even say you found it. Just don't turn me in, alright? Okay, wir müssen halt rausfinden, wo, was, wie, ne? Aber wenn du Dummheiten versuchst... Yeah, I'm not an idiot. Ich glaub doch. Just, follow me. We're going outside. If it's any consolation, I don't trust this man either. I'll keep an eye on him. Danke, Mami. Okay, hello. Ja, hallo. Yo, sü, Digga. Oh. Sie denkt sie auch. Digga, was ist denn mit dir los? Hank. Oh, I hope no one walked off with it. What, am I too much for you? Vor allem, du bist wohl nicht mehr gewachsen, sagt er, während er hier oben steht. What? So. Howdy. We doing the movement? Oder ich sollte dir folgen. Ah. Der ist genauso schnell und inkompetent wie Ferrari. Der Name passt. Once you get outside Sidonia, there's just like nothing around. No one at all. Ich war schon ein paar Mal draußen, mein Freund. Ich hab das Gefühl, der will uns reinlegen. Always nice to kick back in the broken spear after a long day. Moin. Du hast einen Namen, aber ich muss an der Mission dranbleiben. Wayne Parker oder irgendwie sowas hieß er.
Da ist er gone. Und wir gone jetzt auch. Ach so. Es darf nur einer gleichzeitig gehen, oder was? Ah, okay, er ist noch hier. Luft von schlechter Qualität. Sandsturm. Mieser Scheiß. Mach mich mal schon mal ready, ne? Nur so, ne? Dass du Bescheid weißt, mein Freund. Versuchen Scheiß und dein Kopf ist weiter verteilt, als der Mars groß ist. Boah, Digga, ich hoffe, wir müssen nicht 5 Kilometer gehen, ey. Du bist langsam wie Scheiße. Geil. Lungenschaden. Digga. Als hätte ich da was anderes machen können. Ist nicht mein Problem oder meine Schuld, dass der so langsam ist. Mein Problem ist es schon, aber nicht meine Schuld. Alter, wie schnell kriege ich einfach so Lungenschaden. Schade. Das war's mit Atmen. Wer atmet, verliert. Man, I'm impressed you figured it all out on your own. I thought I was being real careful. It was so easy, right? Boss man Trevor's so loud sometimes, you know? And I got good hearing, so I overheard you all talking about this equipment. I knew what it meant to everyone and how screwed they'd all be without it. And then Trevor just lets me go pick it up because he thought I was showing initiative. It really was the perfect plan. Ja, aber nein. Vor allem, er kommt zurück. Was dachte er denn passiert? Wenn er ohne die Ausrüstung wieder antanzt. Also, du musst doch damit rechnen, dass wenn du dann dass du gesehen wirst, dass du gefunden wirst. Vor allem, wenn du einfach wieder in derselben Stadt dann bist. Da hätte er sich in ein anderes System abgesetzt, okay. Aber er ist halt einfach in derselben Stadt. Also, nicht so smart. Also, Stadt, ja, ob man das als Stadt bezeichnet ist. Achso, warte mal. Ich hab ja die Kamera hier unten. Moment. So. You know, it's too bad. I bet I could have made bank on selling this stuff. What do you think? 500 grand? Cool meal, maybe? But where would I even have sold it? Not like I would have been able to march pallets of mining equipment down to James without anyone noticing. Probably best we're returning it, because what a nightmare that would have been trying to offload it. And trying to destroy it all would have been another huge pain in the ass. It's mostly metal, right? What was I thinking? I guess I could have flown somewhere remote and buried it, dump it all in one of the old mines and forget about it. Huh, but then you would have been real screwed, huh? Good thing you found me before I did that. Am I right? Mhm. Es wäre auch right von dir, mal schneller zu gehen. Vor allem, warum kriege ich eigentlich Lungenschäden? So, ich habe einen Anzug. Almost there, all right? I had to park my ship off a ways so they wouldn't find it right away. I'm sure you get it. Seemed like a good idea at the time. Didn't think I'd be going all the way back so soon. At least you won't have to walk all the way back, eh? I mean, you know, maybe we'll take the ship back to port and let someone else unload it, save ourselves the hassle of hauling it all back ourselves. Anyway, see it just up ahead? Er redet zu viel. Alter. Was eigentlich, wenn ich dich umbringe und das Schiff an mich nehme? Ich weiß nicht, ob das Sarah so gefallen würde. Ja, wenn das so weitergeht, dann habe ich gleich noch eine Raucherlunge, Alter. So langsam wie hier geht. Alright, that's enough.
Na, vor was? Now face me, so I don't have to shoot you in the back. Okay. Versuchen wir mal zu überzeugen. No. We got a problem we can't resolve. Namely, you know too much. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. I hear you. Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Maybe we can work something out. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß, dass du mir helfen I'm glad you würdest. understand the position I'm in here. Ich erzähle ihm einfach die ganze Zeit denselben Scheiß. I'm still willing to talk. Das Ding ist, ja, das gibt mir 6 Punkte, aber warum sollte ich überhaupt das Risiko eingehen, das zu benutzen? Ich meine, wenn du wirklich sagen könntest, okay, du hast nur eine Handvoll von Sachen, die du auswählen kannst, was du benutzt hast, ist dann weg. Aber ich erzähle ihm ja die ganze Zeit dieselbe Scheiße. You don't know what you're talking about. Tu ich nicht. Sorry, but I gotta do this my way. Okay, And that means you need to die. alles klar. Oh, Moment. Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich. Du gehst mir auf den Sack, Alter. So. Also, meine Credits. Any of that behind. Nee, mach ich nicht. Urban Eagle. Nee, ich habe schon eine andere. Aber warte mal. Bevor wir zurückgehen. Nice shit you got there, bro. Wäre ja, Was? Was? Okay. Wäre ja interessant, falls damit irgendwie... Ne? Unzugänglich? Deine Mutter ist unzugänglich. Ich will das Schiff nehmen. Was heißt denn hier unzugänglich? Ach Mann, Alter. Ich wusste doch, er redet viel zu viel. Ja, aber irgendwie ist das schon ein bisschen nervig. Dass du einem KI-Typen folgen musst und halt dann 200 Meter musste ich ihm hinterherlaufen. Und das in diesem miesen Tempo. Das ist halt schon ungeil. Sag mal, wie wirkt sich eigentlich das Husten aufs Schleichen aus? Kann die KI das hören? Ja, ich meine, gut, die hören mich selbst, wenn ich atme. Also gehe ich mal davon aus, dass sie das hören. Ja, aber das jetzt auch, das hätte man halt auch über Funk machen können, dass man ihm Bescheid sagt, so, hier ist das und das. Warum muss ich wieder zurücklaufen? Das ist so viel unnötiges Backtracking. Found a clutch of heat leeches. Das muss doch nicht sein. Das hätte man auch wirklich schöner regeln können. Any luck? Ja, I'm looking forward to hearing all about this. dann erzähl ich Do dir. tell. What took him so long? Hank hat sie gestohlen und gehofft, dass dass ihr alle gefeuert werdet, und er wollte mich töten. Well, I can assume how that went from the fact that you're here and he's not. He worked hard, but he was a dumb kid. I just never thought he'd be that stupid. Or dangerous. It's a real shame. But I'm glad you managed to resolve it and get back our equipment. I'll take it from here. You really saved our asses. I'm not sure how I would have explained to the suits that we lost all that new stuff. Thanks. Still looking to help us out, maybe check with Rivka. She seems to be having a rough go as of late. Rivka? Who the fuck is Rivka?
Ja, wir haben einiges bekommen. Anzug Deimos. Ah, luftbasiert. Ah, warte mal. Luftbasiert wäre natürlich potenziell nicht verkehrt, ne? Wenn irgendwie ein Sandsturm ist, bin ich da, glaube ich, ein bisschen besser gegen gewappnet, ne? Aber sieht jetzt irgendwie nicht wie so eine 10 von 10 aus. Okay. Sprich mit Rivka. Rivka, who the fuck is Rivka? Sarah geht ganz entspannt die Treppen runter. Meanwhile, ich flieg wieder hoch. Hallo? Hast du einen Namen? Du hast keinen Namen. This life ain't easy, but it pays the bills. Mhm. Ah, interessant. Können wir mal reden? Tut mir leid, dass ich dich wach mache. War. Hey there, you a new hire? I thought all our positions were full. Naja, eine ist frei. Eigentlich nicht, wäre ich aber gerne. Ich habe Erfahrung im Mining und nein, ich will nur reden. Warum sollte ich lügen? Ja, komm, wir lügen mal. Nah, you've got to be pulling my leg. They always announce new hires. And now that I think of it, I'm actually pretty damn sure they don't have any open positions. But I've been wrong before, so whatever. Anyway, I'm Andres. Nice to meet you. Something else I can help you with? Weiß ich nicht. Machst du das schon länger? About 15 years now. It's good work. Good money. Only problem is that it keeps me away from my family. They live well, but I hardly see them. Who knows? Beachte meine This is the Husten. year I let my contract renewal lapse and I finally retire. Denkst du darüber nach, in Rente zu gehen? Hat er doch eben gesagt. Just for mining, not work entirely. I think about it every time my contract comes up. See, I'm quite a few systems away from my family. I get to see them whenever I get the chance, but it's hard watching my kid grow up without me. And it's not easy on his mom either. I'm conflicted because the job pays so well. And I want to earn enough so that my kid never has to do what I did to make ends meet. Du musst tun, was für dich am besten ist. Das ist ein gutes Argument. Hört sich an, als würdest du in die Zukunft deiner Familie investieren. Du solltest in Rente gehen. Zeit mit der Familie ist wichtiger. Ich würde sagen, du solltest in Rente gehen. You're not wrong. It's becoming more and more clear that's what's important to me. But at the same time, they understand. Either way, it's gonna be a tough call. Der Mars ist ein ziemlich rauer Ort. Wie ist hier die Bezahlung im Vergleich zu anders? Let's just say that I've made enough here to retire early if I wanted to, and do something else with my life. Still not sure that's what I want yet, though. Other operations? I'd probably have to put in another 10, 15 years to get to where I am today. Deimos seems to prioritize its employees, which is a nice change of pace from the industry. See ya. Ja, komm. Aber er wird mir auch nicht viel zu erzählen haben, oder? Whoa, hold on there. Are you supposed to be down here? You could get hurt without proper safety training. Oh. Ich gehe hin, wo ich will. Ich sollte nicht hier sein, wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Schon okay, ich habe schon mal im Mining gearbeitet bei Argos. Ich mache keine Dummheit. Ja. Oh, Argos. Yeah. Didn't know anyone actually survived their operations. Nah, I'm just messing with you. I know Argos. They're good people. Their safety record's actually pretty good. They stand to beef up their security, I hear. But that's neither here nor there. I'm Salmond. Not Sammy, not Sam, Salmond. I don't do nicknames. Okay. I've been with Deimos for what seems like forever. So what I'm saying is, if you have questions, no one here knows these mines better than I do. Okay.
Was kannst du mir denn so über dich erzählen? Not much. Been mining this rock for longer than anyone. Going on 30 years now. And before you ask, I don't talk about my life before that. Ja, also eine dunkle, geheime Vergangenheit. Look, normally I wouldn't tell anyone. But I heard from Trevor how you helped us all out. Indeed? The short answer is that I was a troubled kid. I stole. I accidentally got someone killed. I went to jail for a while. Mies. Then came out all reformed. Most of the other miners have no idea. And I'd like to keep it that way. And it's fun to hear what kind of crazy theories you come up with. Like, did you know I was a spy sent by House Varun to steal secrets from Demos? Ridiculous stuff like that. Nice. Denkst du an den Ruhestand? Yeah, I get it. I'm old. To answer your question, though, no. This is the life for me, and I'm gonna do it until I'm dead or can't do it anymore. Whichever comes first. Okay. Have a good one. Wenn du da Spaß dran hast. Warum nicht? Ich glaube, das würde auffallen. Leila Pulas. Ach, du schon wieder. Ach Gott. Geh wieder. They told me this job would be tough. I don't see what the big deal is. Was machst du hier? Schlafen, I guess. I'm the blasting supervisor. Nice. I help take care of tricky deposits and expanding sections of the mine using controlled detonations. It's much faster than normal mining, but also more dangerous. More dangerous. Ich habe den Eindruck, in dieser Umgebung sind Sprengungen schwierig. Stimmt das? That's why it takes someone with my qualifications and supervision to do it right. Or else terrible things can happen. About a year ago, some rookie kid thought he could increase his yield, so he strung up a bunch of charges and almost brought down a whole cave. We tightened up safety protocols since then, and haven't had any accidents since. Well, at least none related to explosions. Not my team's explosions, that is. Wird hier immer noch viel... Junge, ich habe schon 30.000 Sprengungen selbst mitbekommen hier. Not as much as they used to be, but Mars is still ripe with minerals for the taking. Did you know they used controlled particle detonations in the deep mine? Habe ich schon mal gehört, ja. It must have been awesome to set all that up. I just use regular old explosive charges in my detonations, but I take what I can get, huh? So. Es gibt hier in Sidonia immer noch viel abzubauen, was? Sure is. Mars is rich with mineral deposits, even this close to the city. Although we're also clearing out the space here to make way for possible future city improvements. Not sure what's gonna go here when we're done, how long it's gonna take, or even if it'll ever happen, but it'd be nice to see the city grow. Nice to see the city grow. See you around. GTFO ready. So. Rivka. Ups. Bin aus Versehen gesprungen. Guten Morgen, guten Morgen. Since you helped us out with the equipment and all, I was Du hast auch wondering Husten. if I could talk to you. Du hast Husten. Ich will mich lieber nicht bei dir anstecken. Wer bist du und was machst du hier? We'll get to that. Okay. Will you listen to what I have to say first? Ich hoffe, du bist in Ordnung. Das Husten klingt gar nicht gut. It's probably not. I can't afford to go get it looked at. Beide am Husten, Alter. Ich könnte dir etwas Geld anbieten, falls das hilft. Du solltest was? Du dir? Was? Ärztliche Hilfe suchen? Sicher gibt es einen Weg, dir zu helfen. Das ist bedauerlich. Ich hoffe, jemand kann dir helfen. Weißt du, was die Ursache ist? No idea. Alter. Some sort of lung rot. Maybe from all the Martian dust that
kicks up in here, or it could be something worse. Wäre es möglich, dass deine Ausrüstung vielleicht mangelhaft ist? Weil den Husten kenne ich. Sicher gibt es einen Weg, dir zu helfen. I wish it were that easy. Actually, maybe this is wrong. You're a total stranger. Forget I said anything. Nein. Ich will wirklich helfen. Hier ein Medipack. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber dazu musst du mich auch lassen. Hilft ein Medipack? Ich habe keine Ahnung. Ich wünschte, ich könnte helfen, aber du musst mich auch helfen lassen. You're right. I don't know what I was thinking. I'm just nervous. I have every right to be. See, I'd like to go to Reliant Medical for treatment, but my father, Nathan, is an executive with the Reliant. I came to Sidonia to escape him. Nathan is not a good man. Not to me. And I did something terrible to him, so now he is searching far and wide for me. He has connections with doctors throughout the settled systems. I don't know which ones I can trust, and it won't end well for me if they snitch to him. Das ist ein russischer Akzent, den sie hat, oder? Was ist denn zwischen euch passiert? Warum ist dein Vater hinter dir her? It's worse than you think. I didn't just run away from him. I knocked him unconscious, then stole his ship while he was out cold. Trust me, it was warranted at the time. After I ditched it above Aquila, I bounced around the settled systems until I landed here. It's the last place I thought he'd find me. But all that changes if I pop up in the Reliant database. He'll know I'm in Sidonia, and he'll never stop looking for me. Last I heard, he no longer cares for my safety. He only wants revenge. I have little doubt he would throw me in jail for as long as possible. Or worse. Aber wäre es nicht schlimmer, wenn deine Krankheit nicht behandelt wird? It's a risk I have to take. Yes, my condition is getting worse, but there's a chance it will clear up on its own. If my father finds me, well, I know my father and I fear for my safety. That is a definite. Was hat dein Vater dir getan, um das zu rechtfertigen? Ach so, wegen dem, After my mother died in an accident, he changed. He became obsessed with my protection, but he never listened to what that was doing to me. It got worse and worse. First, it was no traveling in ships without one of his pilots. Then, no parties, no drinking, no leaving the house. I obeyed. But he didn't trust me, so he started monitoring everything I did. It became so bad, he once locked me in my room for 2 days after an argument. Can you believe that? A prisoner in my own home. Every day there was yelling, lack of freedom, threats. I had to escape my prison. But even now, I am trapped. Und plötzlich hat sie keinen Husten mehr. Nicht schlecht, nicht schlecht. Einfach geheilt. Ich könnte deinem Vater einen Besuch abstatten, wenn du möchtest. Ah, da ist der Husten. Trevor tells me you're skilled in dealing with people. Maybe you could try to reason with my father, or maybe scare him into backing off. But you should know, he has powerful and dangerous friends, so you must be careful. If it works, I'll be free. If not, well, at least he still won't know where to find me. What do you think? Easy peasy. Sollte ich im Moment lieber nicht einmischen, kannst du mir noch etwas über deinen Vater erzählen, das mir helfen könnte? Wasn't always the way he is. It wasn't until after my mother died that he changed. Grew angry, dangerous.
He was no longer himself. You could try mentioning her by name. Belinda. He misses her greatly. Thinking about her tends to calm him down. It's worth a try. Belinda, alles klärchen. Ich mach das. It just so happens there's a conference he goes to on Neon around this time of year. He always stays at Hotel Volai. He won't see visitors he doesn't know, but maybe he'll talk if you tell him you're there on my behalf. It's risky, but maybe he'll listen if he knows you mean him no harm. I've got it. Bring him a bottle of his favorite whiskey, Red Harvest Reserve. Say it's... say it's a peace offering from me. That whiskey is exceedingly rare. I'm sure it will pique his interest enough to hear what you have to say. Bist du sicher, dass es keine andere Möglichkeit gibt? There may be, but getting him to listen to you is the key here. And what I've told you is the surest way I can think of. There was a time he had a falling out with his brother, and that whiskey did the trick to bring them back together. With that gift, he will know I am sincere. Aber wenn ich ihm eine Shotgun ins Gesicht drückte, denkt er auch, dass ich es ernst meine. Wenn ich das für dich tue, kannst du mir versprechen, dass so etwas nicht wieder passiert? As much as possible, yes. I intend to patch things up with him and work with him on our mutual issues. I believe with therapy we could repair our relationship, as damaged as it is. Or if you discover it is irreparable, at least you could put the fear of God in him, and that should deter him from taking further action. Ich sehe, was ich tun kann, um dich aus diesem Schlamassel zu holen. You can check with Jack at the Broken Spear for the whiskey. He may have some or know where to get it. And thank you so much for trying to help me. Pack mal das Ding weg. Du hast da ein paar Kredite. Don't want to catch yourself with a loose grip on your equipment when one of those... Hier ging's raus. Naja. Ja, ich dachte, das mit dem Vater wäre hier irgendwo in der Nähe, aber Volai, Neon, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wo das ist. Glad there ain't no wars. So. The new equipment is great. Broken Spear. Jack. Can't say I'm a fan of excitement and drama around here. Ich habe gehört, dass man sich für Red Harvest Reserve an dich wendet. I am, but you don't look like the type that could afford it. The last person that came through here asking about it was none other than Governor Hearst. Didn't even want to drink it. Said he was buying it to put it on display in his office. Seems like a waste, but whatever. He paid up. Ich könnte den natürlich, ne? Aus seinem Büro nehmen. Wie teuer kann dieser Whisky schon sein? You don't get it. This whiskey was aged in barrels buried in Martian soil. Mm. Leached into it, giving the whiskey its distinct red hue. They don't make this stuff anymore and never will. The exact process was lost. There's a finite amount of this stuff left in the universe. You're lucky I got any at all. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, an ihn Not from heranzukommen? me. And I know Hearst won't give his up willingly either. So, no. Unless you're fixing to steal from Hearst. And for the record, I wouldn't recommend something utterly stupid like that. Ja, aber theoretisch, ich habe keine Ahnung, ist er nicht mittlerweile verhaftet? Es ist wichtig, ich brauche ihn, um bei der Rettung von Rivka Ovadias Leben zu helfen. Ich will versuchen zu überzeugen. Now you got my attention. This ought to be good. Warum muss ich bei Überzeugen nochmal überzeugen? Aber wir überzeugen. Bitte denk an Rivka. You're gonna have to be more convincing than that.
Aber ich habe noch überzeugend gemacht. Rivka ist krank. Ich brauche den Whisky, um zu ihrem Vater zu kommen, bevor er sie aufschlägt. Why didn't you say so? I know Rivka's story. Will this really help her? Es gibt doch kein Problem, keinen Grund, ein Problem zu haben, ne? I hope so. Ja. Gut, dass du mich langsam verstehst. I'm trying to be reasonable here. Ja, das merke ich auch. Ich weiß, dass du mir hilfst. Yeah, I hope so. Ja. Es muss doch einen Weg geben, wie wir beide hier die Sieger sind. I don't think so. Das ist schlecht. Sorry, not buying your story. You want that whiskey, you gotta pay full price. Final offer. Hurensohn. Ja. I think you're serious. Ja. Dein Gesicht ist auch gleich nicht mehr serious. Wir gucken mal beim Governor rein. Vielleicht können wir da ja irgendwie Tricks. Nee. Ja. Hallo. Hello. Kannst du mir helfen? Governor Hurst. Governor Hurst ist eigentlich I see. Well, luckily, Governor Hurst enjoys visitors, and his schedule is fairly empty at the moment. I see no problem with it. Das ist schlecht. Ja, danke. You're very welcome. Schade, ich dachte, vielleicht könnte sie mir helfen. Nun, also. Word to the wise. If you're going to blackmail someone like you did, make sure you got the goods. Ach so. Ja. Enjoy Sidonia. Ja, das mache ich. Schade, ich hatte gehofft, wir hätten ihn mittlerweile vielleicht gemobst. Also halt, ne? Ihn eingesperrt. Vielleicht kann ich noch mal. Vielleicht kann ich noch mal hochgehen und sagen, hey, ne, so langsam könnt ihr den mal festnehmen. How's the saying go? Show no mercy. The locals tend to stay out of trouble. There's no greater honor than serving the United Cup. Have yourself a good day. You run a tight ship here on Sidonia. Scheiße. Ich glaube, das wird ein ziemliches Problem geben, wenn ich den klau. Wir speichern mal. Er muss doch irgendwie muss man da doch was Gutes hinkriegen können.